Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum Junk Journal Tutorial Adventskalender. Heute ist schon der zweite Advent, ich kann es gar nicht glauben. Und das bedeutet natürlich, wir dürfen heute 2 Kerzen anzünden. Ich weiß gar nicht, ob euch überhaupt die Kerzen in meinem Bild bisher aufgefallen sind. Die standen ja bisher immer hier hinten auf meinem Regal, weil ich immer ein bisschen Schiss hatte, dass ich mir irgendeins meiner Projekte aus irgendeinem Grund abfackle. Aber jetzt habe ich mir gedacht, an einem besonderen Tag wie heute, dem zweiten Advent, möchte ich die gerne mal ein bisschen mehr ins Bild holen. Ich frage mich jetzt allerdings gerade, als ich das eben ausprobiert habe, war das voll romantisch. Warum ist das jetzt nicht mehr so romantisch? Sie ist doch nicht zu glauben. So vielleicht? Es ist ja schon erstaunlich. Man steht hier an seinem Regal, baut dieses Handy da auf. Das steht gerade auf meinen, ich kann euch das gar nicht sagen, auf meinen Stempeln drauf. Und dann steht man hier so am Schrank und denkt sich, wenn ich das hier fertig aufgenommen habe, brauche ich definitiv einen Orthopäden. Und dann ist es nicht romantisch genug. Also langsam glaube ich wirklich, ich drehe ein bisschen durch hier in meiner Kammer, aber das tue ich natürlich gerne für euch. Und ja, natürlich habe ich auch heute ein kleines Tutorial für euch. Seid gespannt, was sich im heutigen Türchen verbirgt, welche Prompts sich da verbergen und was wir damit machen. Und da ist es auch schon, unser Türchen Nummer 6. Hallihallo, mein Name ist Luise Heinzel und du bist hier gelandet beim Junk Journal Tutorial Adventskalender. Ich wünsche dir ganz viel Spaß hier und vor allen Dingen heute ganz besonders viel Spaß mit Türchen Nummer 6. Wenn du zum ersten Mal hier bist, schau dich doch ein bisschen hier um. Wenn es dir gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du da bleibst und diesen Kanal abonnierst. Für alle, die ganz fleißig schon die Videos geguckt haben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir das Wort Masking Tape in unserem Türchen. Ich erkläre euch gleich noch genau, was das bedeutet. Das Wort Stempel habe ich mir hier mal so einen Schmetterlingsstempel genommen. Ihr könnt natürlich auch jeglichen anderen Stempel nehmen. Ihr könnt das als auch viel weihnachtlicher gestalten, als ich das hier tue. Und dann haben wir noch das Wort Tuckspot. Auch das werde ich euch gleich noch ein bisschen genauer erklären. Für alle, die englische Sprache nicht so gut verstehen oder nicht wissen, was das im Bereich des Junk Journalings bedeutet. Ja, Masking Tape. Masking Tape benutzt man eigentlich, um eine Wand abzukleben, die man streichen möchte. Also das ist nichts anderes als Malerkrepp. Da fragt man sich vielleicht, was hat das in einem Junk Journal verloren und wie kann ich damit vor allen Dingen irgendwas künstlerisch Wertvolles herstellen? Das ist das, was ich euch im heutigen Video zeigen möchte und auf diesem Begriff Masking Tape oder Malerkrepp und auf der Verwendung dieses Materials soll heute ein besonderes Augenmerk gelegt werden. Ich nehme mir erstmal hier ein Stückchen von diesem Malerkrepp, beziehungsweise mehrere Stückchen, und klebe mir die auf eine Unterlage, wo ich das später wieder abkriegen kann. Wundert euch bitte nicht, dass ich das von so einem kleinen Ding da abfummle. Das war so ein Rest, den ich mir da aufgerollt habe. Ich wollte da nicht diese fast leere Rolle in meinem Regal liegen haben. Ihr könnt das natürlich von einer ganz normalen Rolle, die man im Baumarkt oder so bekommt, abrollen und euch dann aufkleben. Als nächstes habe ich mir dann diese Schmetterlingsstempel genommen und jetzt stempel ich die mit einer permanenten Tinte auf dieses Malerkrepp. Wenn ihr dieses Tutorial nachmachen möchtet, dann achtet bitte darauf, dass ihr in diesem Schritt wirklich permanente Tinte benutzt, denn später kommt da noch ein bisschen Wasser zum Einsatz. Und wenn ihr eine wasserlösliche Tinte nehmen würdet, dann wäre das sehr schade, denn dann würden diese Stempel später wieder sich ablösen von diesem Malerkrepp. Ich habe mir jetzt hier eine Seite genommen, auf der ich dieses kleine Experiment hier mal starten möchte. Das ist einfach eine alte Buchseite, die ich jetzt im ersten Schritt mit ein bisschen weißem Gesso eingestrichen habe. Sehr unregelmäßig, sodass diese schöne Farbe von der Buchseite noch durchkommt. Und dann habe ich das Ganze mit meinem Heißluftföhn getrocknet.
Jetzt werde ich das Malerkrepp dort aufkleben. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das einfach so senkrecht aufzukleben, relativ gleichmäßig. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr könntet das an dieser Stelle jetzt auch noch ein bisschen in kleinere Stücke zerreißen, je nachdem, wie euch das gefällt und je nachdem natürlich auch, wie das Motiv des Stempels ist, den ihr da benutzt habt. Bei mir kann man jetzt die Schmetterlinge noch relativ gut erkennen, auch wenn sie so ein bisschen zerstückelt aussehen. Aber das kommt immer ein bisschen darauf an, welchen Stempel man benutzt. Ich habe jetzt hier zusätzlich auch noch Kleber drunter gemacht, damit das einfach ein bisschen besser hält. Denn Malerkrepp ist ja sowieso nicht wer weiß wie haltbar. Auch wenn man das an eine Wand klebt, ist es ja dafür gedacht, dass man es hinterher wieder runterkriegt, ohne die ganze Tapete mit abzureißen. Und deswegen klebt das im Regelfall nicht so sehr wie jetzt ein anderes Klebeband. Da gibt es sicherlich auch unterschiedliche, aber wenn ihr eins erwischt habt, was nicht so gut klebt, macht da nochmal einfach ein bisschen Kleber drunter, dann hält das Bombe. Ja, hier baue ich mir jetzt gerade so eine kleine Tasche unten dran. Dieses hier könnte man jetzt auch schon im Prinzip einen Tuckspot nennen. Entweder nennt ihr das dreieckige Tasche oder ihr nennt das Tuckspot. Das dient einfach dazu, etwas dahinter zu klemmen. Also ein Tuckspot ist nichts anderes als ein Element in einem Journal, hinter das man etwas dahinter klemmen kann. Manchmal sind die dann an zwei Seiten festgemacht, so eben wie dieses Dreieck. Manchmal ist es aber auch nur an einer Seite festgemacht. Ich zeige euch später noch eine andere Möglichkeit, wie man einen Tuckspot erschaffen kann. Dieser kleine Vogel stammt übrigens aus einem meiner digitalen Printables, die ihr auch das ihr auch in meinem Etsy-Shop findet. Entschuldigung. Dieses hier heißt Vintage Birds und ist, ja, bin ein bisschen stolz darauf. Das ist ein sehr, sehr beliebtes Kit aus meinem Shop. Das ist eines meiner allerersten digitalen Werke sozusagen gewesen und ich bin sehr stolz, dass das so großer Beliebtheit sich erfreut. Wenn ihr das haben wollt, ich verlinke euch das unten in der Infobox, sodass ihr das direkt finden könnt. Nachdem ich dieses Ganze jetzt etwas auf alt gemacht habe und noch so ein bisschen bräunlich eingefärbt, nehme ich mir jetzt einen, Achtung, wasserlöslichen schwarzen Stift. Bitte probiert das vorher auf einem anderen Papier aus, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euer Stift wasserlöslich ist. Ansonsten habt ihr einen schwarzen Strich auf eurem Papier, den ihr dann nicht mehr wegkriegt. Also probiert bitte vorher aus, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob der Stift sich mit Wasser vermahlen lässt, so wie in diesem Fall hier. Ich nehme jetzt einfach auf einen relativ dünnen Pinsel etwas Wasser und ihr seht vielleicht oder hoffentlich, dass dieses Wasser ein bisschen grünlich ist. Kriegt bitte keinen Schreck. Das war einfach nur deshalb, weil ich da gerade vorher grünes Wasser auf meinem Tisch hatte. Und das habe ich jetzt hierfür einfach verwendet. Ich mache das oftmals ganz gerne, weil das ja nochmal so ein bisschen mehr Spannung erzeugt für das Resultat. Man weiß dann nie so genau, was passiert jetzt. Werde ich dieses Grün später noch irgendwo sehen oder nicht? Und das ist das, was es für mich einfach spannend macht, einfach so ein bisschen herum zu experimentieren und zu gucken, was passiert jetzt später mit dem Grün, was ich vorher in meinem Wasser hatte. Die Tinte, die ich vorher aufgetragen habe, diese braune Tinte, um das eben so ein bisschen abgeranzt aussehen zu lassen, hat noch einen anderen Sinn. Das ist nämlich diese Distress Oxide Tinte, von der habe ich jetzt euch schon des Öfteren erzählt, von Tim Holtz. Dieses ist der Farbton Vintage Photo. Und wenn man da Wasser drauf tut, dann schaut das richtig, richtig cool aus. Und ich wollte heute auch noch mal ein bisschen mit diesem Effekt herumspielen und schauen, ob ich dem Ganzen nicht noch so ein bisschen mehr entlocken kann, als mir das vorher gelungen ist. Ich experimentiere schon relativ lange mit diesen Tinten umher und das ist wirklich so, dass das jedes Mal anders wird und auf jedem Untergrund auch ein bisschen unterschiedlich wird. Also das muss man wirklich ein bisschen üben und ein bisschen ausprobieren. Aber wie ihr seht, wird es richtig, richtig geil. Also als ich dieses getrocknet hatte, da bin ich fast ein bisschen in meinem Wohnwagen auf und ab gehüpft, weil ich das so schön finde. Ich hoffe, dass man das in der Kamera einigermaßen erkennen kann. Besonders diese Wassertropfen, die ich gemacht habe, dieses Gespritze, das ist so schön rausgekommen, weil sich da jetzt dann die Tinte teilweise wieder abgelöst hat und eben teilweise auch in der Farbe etwas verändert hat. Und auch bei diesen schwarzen Linien, die ich da so verlaufen lassen habe, hat das mit der Tinte natürlich so sein Spiel genommen. Also das, ja, das kann man nicht kontrollieren, das wird halt so, wie es wird. Das muss man zugegebenermaßen, wie schon gesagt, etwas üben, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann finde ich, kann man damit richtig, richtig schöne Hintergründe hinkriegen, so wie das jetzt hier ein Hintergrund für den Rest dieser Seite wird.
Ja, an den Ecken habe ich das, wie ihr gerade gesehen habt, auch nochmal gemacht. Ich wollte das ein bisschen so umrandet haben. Und jetzt zerreiße ich da gerade meine Seite. Bitte kriegt keinen Schock. Ich hatte zuerst überlegt, diese Seite direkt so wie sie ist, dann in eine Signatur mit einzubringen. Aber dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt habe ich nicht mehr nochmal genau das gleiche Papier wie dieses hier, aus dem die Seite besteht. Und ich wollte jetzt gerne noch etwas Zusätzliches ausprobieren, was eben auch mit dem Thema Tuckspot zu tun hat, um euch das nochmal ein bisschen genauer zu zeigen. Und ich wollte auch nochmal diesen Effekt von der Distress Oxide Tinte auf diesem Papier rekonstruieren und das nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe treiben. Und deswegen habe ich das abgerissen, um eben nochmal genau das gleiche Papier zu haben. Also wenn ihr das machen wollt, wäre es gescheit, ihr hättet zwei gleiche Papiere, sodass ihr dann, ja, wenn ihr da rumexperimentiert, das Ergebnis vielleicht ein bisschen besser abschätzen könnt. Gerade wenn ihr das vielleicht noch nie oder noch nicht so oft gemacht habt, finde ich, ist das so für den Erfolg immer nicht ganz so schlecht, wenn man da dann vielleicht vorher so ein bisschen erahnen kann, was man tut, denn dann kann man ja auch so ein bisschen besser für die Zukunft sich irgendwas überlegen oder Schlüsse aus dem ziehen, was man jetzt da gerade getan hat. Und ja, das war jetzt hier mein Problem. Deswegen habe ich mich entschieden, das da abzureißen, weil ich nämlich jetzt hier so kleine Blumen malen möchte. Das male ich jetzt auch einfach mit einem schwarzen Stift. Ihr habt gesehen, vorher habe ich einfach Gesso drauf getan und diese Distress Oxide Tinte mit diesem Schwämmchen verteilt, bisschen Wasser drauf, wieder getrocknet und jetzt schaut das erstmal so aus. Und diese Seite ist ja jetzt nicht hinüber, also wenn ich die jetzt so abgerissen habe, dann kann ich die immer noch auf eine später vorhandene Junk Journal Seite aufkleben. Ich könnte sogar jetzt daraus nochmal eine Tasche machen, die oben oder an der Seite offen wäre. Also die Möglichkeiten sind ja nach wie vor eigentlich unbegrenzt. Ich möchte jetzt gerne diese Blume mit diesem schwarzen Stift auf diese Tinte aufbringen und ja, die auch so ein bisschen verlaufen lassen. Diese erste, ich weiß auch nicht, war mir irgendwie ein bisschen zu klein und habe ich mir gedacht, okay, versuch mal noch eine. Und ich wollte auch, also wusste da schon, dass ich die dann später in der Mitte durchschneiden werde, um eben noch weitere Tuckspots auf diese Seite aufzubringen. Und da habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn die sich in der Größe etwas variieren würden und auch wenn die Hauptblumen sozusagen ein bisschen größer wären. So, jetzt habe ich da halt nochmal so eine gemacht, halte mir das da schon mal so dran, dass ich das ungefähr abschätzen kann. Nicht, dass ich das jetzt da alles mühselig fertig mache und später passt das vielleicht da nicht drauf oder so. Das wäre ja ärgerlich. Und jetzt nehme ich halt auch einfach einen nassen Pinsel, da ist auch wieder dieses grüne Wasser dran und gehe an manchen Stellen über diese Linien, die ich mit dem schwarzen Stift gemacht habe, drüber. Wenn ihr das machen wollt und ihr wollt auch vielleicht so ein bisschen Licht und Schatten erschaffen, was bei so einer Blume ja immer wahnsinnig schwierig ist, denn wenn ihr euch eine Blume in der Vase anguckt, da ist das ja irgendwie, erscheint es total unrealistisch, also total komisch, wo da manchmal Licht und Schatten sind. Von daher, ja, macht das einfach so ein bisschen nach Intuition. Aber wenn ihr das macht, fummelt dann nicht zu viel mit dem Pinsel auf dieser Tinte rum. Also versucht das möglichst in einem Zug zu machen, nicht so viel hin und her zu wuscheln, weil ansonsten wird das hinterher relativ unregelmäßig und für meinen Geschmack ein bisschen zu abgeranzt, zu, ja, Watercolor gewollt, aber nicht gekonnt. So, wisst ihr, was ich meine? Also der Trocknungseffekt schaut da ein bisschen komisch aus und wenn ihr zu viel mit dem Pinsel auf dem Papier hin und her geht, dann kann es auch passieren, dass euch das komplette Papier später wieder durchkommt von der Farbe her, weil dann sich die komplette Distress-Tinte dort ablöst. Und das wäre natürlich nicht so schön. Jetzt habe ich hier die Blumen durchgeschnitten und wie ihr jetzt gerade gesehen habt, ich klebe die nur am Rand fest. Das heißt also, nur am äußersten Rand dieser Seite kleben jetzt diese halben Blumen. Und schon habe ich auf meiner Seite insgesamt 4 Tuckspots, indem ich vorher 2 Blumen gemalt habe. Logisch, wenn ich 2 Blumen nehme und schneide die in der Mitte durch, ne, dann habe ich ja 4. Und das habe ich jetzt so festgeklebt, dass man dann später noch etwas dahinter stecken kann. Also ihr könntet jetzt in diese Vogeltasche ein kleines Zettelchen oder so stecken oder einen Brief oder was auch immer und hinter die Blumen jeweils nochmal ein paar kleine Elemente, wenn ihr das möchtet. Ich zeige euch da später noch Fotos, wie das dann aussieht, wenn da was drin steckt, sodass ihr euch das besser vorstellen könnt. Ja, und jetzt habe ich mir hier noch meinen herzallerliebsten weißen Korrekturstift genommen. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, ich liebe den über alles. Und besonders, um so Highlights zu setzen, finde ich den richtig, richtig cool. Also der ist wirklich richtig gut dafür geeignet und auch auf diesem schwarzen Stift bleibt dieser weiße Korrekturstift wirklich weiß. Also da kommt nichts durch, der bleibt auch nach Wochen noch so schön weiß, wie er jetzt vorher da war.
um das Ganze nicht ganz so strukturiert aussehen zu lassen und ja, um das einfach noch so ein bisschen aufzupeppen, habe ich da jetzt noch so weiße Spritzerchen drauf gemacht, einfach mit weißem Gesso, was ich ein bisschen verdünnt habe. Die sind jetzt nicht ganz so intensiv wie diese Highlights auf den Blumen. Das ist aber auch gewollt so, dass eben die Highlights nicht untergehen. Sind ja Highlights. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Und da habe ich mir gedacht, okay, das könnte man jetzt so lassen, aber ja, ihr wisst, ich bin auch so ein bisschen im Bereich von Art Journaling unterwegs und ich beschäftige mich auch sehr viel mit so Kreiden und dem Effekt, den man mit Kreiden bezüglich der Schattierung erreichen kann. Und ich wollte dieser ganzen Sache jetzt noch mehr Dreidimensionalität geben. Hinten bei dem Malerkrepp, also auf dem hintersten Untergrund, auf dem Hintergrund, wie sagt man denn da? Ihr wisst schon, was ich meine. Habe ich ja auch mit diesem schwarzen Stift dieses Malerkrepp so ein bisschen hervorgeholt, indem ich da diese schattenartigen Striche gemacht habe. Und das wollte ich jetzt für die Blumen auch machen. Das ist jetzt, glaube ich, Geschmackssache. Wenn ich das jetzt selber im Nachhinein nochmal so betrachte, während ich diesen Text hier drüber spreche, dann hätte man es vielleicht auch vorher so lassen können. Das ist halt, ja, einfach Geschmackssache und es kommt auch sicherlich auch drauf an, für was man das verwenden möchte. Aber das könnt ihr ja machen, wie ihr möchtet. Ihr habt jetzt beide Varianten gesehen. Entscheidet selbst. Wenn ihr an diesem Adventskalender aktiv teilgenommen habt oder teilnehmt, dann denkt bitte auch heute daran, eure ganzen Schnipsel einzusammeln. Ich habe mir ja hier diese Metallbox geholt, da tue ich jetzt wieder alles rein, was ich auf meinem Tisch so herumliegen hatte. Sämtliche Abfälle kommen da rein und sämtliches Papier, was ich übrig hatte, das brauchen wir am 24.12. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen und ja, ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei, wenn wir morgen das nächste Türchen öffnen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!